Tagchen Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid, freut mich megamäßig. Ich habe von euch einige Rückfragen bekommen, wie wir damals das Land gefunden haben, worauf wir unser Haus gebaut haben. Und da es hier in Portugal doch einige Besonderheiten gibt, habe ich für euch die besten 5 Tipps zusammengestellt, wie ihr euer Traumland hier finden könnt. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über eure Daumen hoch freuen, natürlich auch über ein Abo. Würde mir sehr helfen, den Kanal weiter auszubauen. Jetzt würde ich aber sagen, los geht's! Tipp Nummer 1. Mit welcher Makleragentur würde ich arbeiten? Ihr kennt sicherlich die ganzen großen Agenturen und da ist es auf jeden Fall wert, immer mal einen Blick drauf zu werfen. Bei mir war es aber so, dass ich wirklich fündig geworden bin über die kleinen Makler, die wirklich hier vor Ort gewesen sind und sehr, sehr gut vernetzt sind. Und deshalb war es in unserem Fall so, dass der kleine Makler wirklich uns den Weg geebnet hat, um dieses Stückchen Land zu finden und zu kaufen. Was man aber auch nicht unterschätzen sollte, ist, dass in Portugal auch relativ viele Ausländer wohnen, die hier Immobilien haben. Und wenn die zum Beispiel ihre Immobilien verkaufen, dann kann man auf jeden Fall zum Beispiel bei Facebook mal schauen, dann kann man auf jeden Fall auch zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen schauen. Ich habe damals über eBay Kleinanzeigen 2 Immobilien gefunden, die wirklich schön waren, aber leider nicht unbedingt hier in dieser Gegend und deshalb hat das leider nicht geklappt. Aber da würde ich auf jeden Fall mal nachschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Übrigens habe ich jetzt vor kurzem sogar gesehen, dass auch YouTube genutzt worden ist, um ein Land anzubieten, wo wunderschöne Ruinen drauf waren. Und da gab es sogar richtige Drohnenflüge, also insofern auch da auf jeden Fall mal schauen. Tipp Nummer 2. Welchen Anwalt wähle ich? Und als wir damals das Haus gefunden haben, war das noch eine komplette Rohbauruine und wir hatten einen langen Bauprozess vor uns. Ich hatte damals etwas recherchiert und mich für einen Anwalt aus Deutschland entschieden, der aber perfekt Portugiesisch gesprochen hat. Was aber eine große Herausforderung war, dass dieser Anwalt zu Meetings, die hier stattgefunden haben, eigentlich nicht da sein konnte. Es war auch teilweise wichtig, dass er sich auch mal die Bausubstanz mal angeschaut hat und auch mal mit dem Ingenieur, der dann zum Beispiel die Baubeschreibung gemacht hat, sich treffen konnte. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass portugiesische Verkäufer teilweise wirklich großen Respekt vor deutschen Anwälten haben und insofern haben wir uns damals dann umentschieden und haben im Prozess den Anwalt gewechselt. Ich habe damals eine portugiesische Anwältin genommen und es war wirklich so, dass innerhalb von 2 Monaten der Kaufvertrag abgeschlossen war, obwohl sie gesagt hat, dass es wirklich einer ihrer schwersten Projekte gewesen ist, an die sie sich erinnern konnte. Tipp Nummer 3, die Geografie des Grundstückes. Ich habe mir hier schon mal eine Leiter zurechtgestellt, weil wir von oben vom Dach eine super Aussicht haben. Deshalb kommt einfach mal mit nach oben. So, von hier oben kann ich euch super zeigen, wie das Land hier aufgebaut ist und welche Ausrichtung unser Haus hat. Das ist die Südseite, das ist die Westseite. Ihr seht da hinten auch das Meer mit dem Sonnenuntergang. Hier ist die Nordseite und hier ist natürlich die Ostseite. Wenn ihr nach einem Grundstück sucht, dann würde ich ganz besonders darauf achten, dass euer Haus in Richtung Süden ausgerichtet ist. Das kennt ihr sicherlich von Deutschland. Hier ist es aber nochmal besonders wichtig. Und das ist deshalb so, weil hier häufig mit einer relativ schwachen Bausubstanz gearbeitet wird. Das heißt, die Dämmung fehlt, keine vernünftigen Fenster eingebaut. Und dann habt ihr, wenn ihr nicht die volle Sonneneinstrahlung habt, super schnell Probleme mit Schimmel. Wir hatten zum Beispiel in unserem alten Haus, obwohl wir eine Südwest-Ausrichtung gehabt haben, wirklich nach 3 Monaten konntest du die Jacken aus dem Schrank nehmen und die waren komplett verschimmelt. Und insofern würde ich sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, nicht nur wegen des Lichtes, weil ihr ein wunderschönes Licht habt, sondern auch, weil das Haus sich damit aufwärmt und der Schimmel einigermaßen vermieden werden kann. Wenn ihr jetzt ein Land gefunden habt, was so eine schöne Südausrichtung hat und wunderschönes Licht, dann kommt das Thema Wind erstmal zum Tragen. Ich zeige euch mal eben kurz, wie unser Land aufgebaut ist. Wie ihr hier sehen könnt, das ist die Nordseite und hier haben wir die Westseite. Und man kann sehr gut erkennen, dass das vorgelagerte Land höher ist als unser Haus. Und das gleiche habt ihr dann auch mit dem restlichen Land. Denn ihr seht, dass das Land hier komplett nach unten Richtung Süden abfällt. Und ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier an unserem Land geht dieses Tal vorbei und das ist so angeordnet wie so ein Halbmond.
Der riesengroße Vorteil dabei ist, dass unser Land komplett von den Hauptwindrichtungen geschützt ist, nämlich Nord und Nordwest. Gerade am Atlantik würde ich ganz besonders darauf achten, dass ihr die Windrichtung mit einkalkuliert. Ein wirklich super wichtiger Aspekt bei eurer Wahl des Landes ist das Thema Feuer. Selbst wenn hier in dem Tal ein Feuer ausbrechen würde, dann ist unser Land so aufgebaut, dass hier eine Feuerschneise ist. Das ist bis zu unserem Nachbarn. Und insofern ist es so, dass selbst wenn ein Feuer stattfinden würde, dann wird das gar nicht bis hier nach oben kommen. Wir haben vor 3 Jahren in einem Haus gewohnt, wo tatsächlich ein Feuer bis oben an unserer Mauer entlang gegangen ist. Die gesamte Seite war schwarz und Christine hat mich damals noch weinend angerufen. Insofern kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, seht zu, dass ihr dieses Thema mit beachtet bei der Auswahl eures Landes. Bei der Lage eures Landes würde ich auch immer mal kurz schauen, gibt es irgendeine Besonderheit in der Gegend. Bei uns sind das da hinten die Berge von Sintra, wie ihr das sehen könnt. Die Berge von Sintra sind ungefähr 850 Meter hoch und vor den Bergen von Sintra fangen sich immer die Wolken. Das heißt, wir haben hier ein kleines Mikroklima und wenn in Lissabon 35 Grad ist, dann ist es hier häufig so, dass wir eine geschlossene Wolkendecke haben und nur 22, 23 Grad. Also insofern, wenn ihr das Land aussucht, vielleicht seid ihr auch einfach mal ein paar Tage da. Ich würde sogar eher zu 2, 3 Monaten raten oder unterhaltet euch auf jeden Fall mal mit den lokalen Leuten, die können euch auch ein paar gute Tipps dazu geben. Was man auf jeden Fall mit in seine Überlegungen mit reinnehmen sollte, ist auch das Thema Nähe zum Meer. Bei uns, wie ihr das hier sehen könnt, sind das ungefähr so 3 Kilometer. Natürlich ist es der absolute Knaller, wenn man einmal die Tür aufmacht, über die Straße geht und quasi einen Bauchplatscher am Meer machen kann. Ihr dürft aber eine Sache nicht vergessen. Je näher ihr am Meer seid, desto stärker habt ihr das Thema Korrosion und Materialbelastung. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Vor 2 Jahren habe ich plötzlich die ganze Motorhaube verrostet gehabt. Und als ich dann zum Mechaniker gegangen bin, war die erste Frage, wohnst du innerhalb von 2 Kilometern zum Meer? Mein Kumpel José hat mir damals gesagt, wenn ich das Schönste aus beiden Welten haben möchte, dann sollte man so zwischen 2 und 3 Kilometern entfernt vom Wasser wohnen, weil man dann innerhalb von 10 Minuten da ist, aber das Material doch sehr stark geschont wird. Woran ich zum Beispiel damals überhaupt nicht gedacht habe, ist auch, wie ist das Nutzungsverhalten von euren Nachbarn von den Ländereien. Und hier in Portugal ist es tatsächlich so, dass sehr viel Herbizide und Pestizide verwendet werden. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, sondern auch im Privatbereich. Ein guter Kumpel von mir, der hat zum Beispiel hier in der Nähe ein Stück Land gekauft, war super happy und plötzlich irgendwie im Sommer, als er auf der Terrasse saßen, sind nur noch die Trecker drumherum gefahren, die dann mit diesen ganzen Pestiziden da rumgesprüht haben. Und die haben wirklich am Mittagstisch gesessen mit den beiden Kindern und haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich sehe das sogar häufig auch im Privatbereich und die Leute haben einfach keine Lust, sich darum zu kümmern, das Land in Schuss zu halten. Die gehen in den Laden, kaufen sich einen Unkrautvernichter, pumpen das ganze Zeug quer über ihr ganzes Land. 3 Tage später ist alles tot und dann pflanzen sie sogar ihr Gemüse darauf an. Also insofern, vielleicht lasst ihr sogar eine Bodenprobe machen, wie es mit eurem Land aussieht. Ansonsten auf jeden Fall darauf achten, wie die Nachbarn so mit ihrem Land umgehen. Und ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geografie eures Landes ist das Thema Wasser. Und dafür würde ich sagen, gehen wir mal kurz runter zu unserem Brunnen. Kommt mal mit. Ja Leute, wie ihr seht, wir sind hier an unserem liebsten Brunnen angekommen. Das ist wirklich das absolute Herzstück von uns. Dieser Brunnen produziert am Tag zwischen 2.000 und 4.000 Litern, je nachdem, ob wir im Sommer sind oder im Winter sind. Und wir nutzen den jetzt schon, um einige Dinge im Haus damit abzudecken, als auch dann hier die Sachen, die wir jetzt schon haben, zu bewässern. Wir haben aber vor, diesen ganzen Garten hier komplett in einen Food Forest zu verwandeln. Das heißt, dass wir hier wirklich Obstbäume hinstellen und alles an Gemüse hier rausholen wollen. Und im Sommer reicht dann die Menge, die der produziert, nicht aus, um alles zu bewässern. Wenn ihr euch euer Land also aussucht, dann macht euch vorher Gedanken, was ihr damit machen wollt und schätzt so ungefähr ab, wie viel Wasser ihr benötigt. Und das Ideale ist natürlich, wenn ihr einen Brunnen auf dem Grundstück schon habt oder wenn das Land nicht so hoch liegt, dass ihr extrem tief bohren müsst, um an das Grundwasser ranzukommen.
Beim Thema Wasser würde ich mir sogar noch einen Gedanken machen, nämlich wohne ich vielleicht in einem Flutgebiet oder aber kann bei einem Starkregen das Wasser den Boden hier erodieren, weil das kommt hier teilweise wirklich häufig vor. Tipp Nummer 4, die Infrastruktur. Damals haben wir uns ganz klar dazu entschieden, in die Nähe von Lissabon zu ziehen. Von Tür zu Tür zum Flughafen sind es bei uns so 35 bis 40 Minuten. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn wir einen großen Flughafen in unserer Nähe haben, wo viele Flüge von aus in die gesamte Welt gehen. Ihr werdet auch schmunzeln, denn hier zum Beispiel in Portugal gibt es kein Amazon. Denn wenn ihr mal Produkte braucht, dann müsst ihr die entweder in Deutschland bestellen, das dauert relativ lange, oder aber ihr müsst dann hier irgendwo im Umfeld herum einen Spezialladen finden. Und da ist es natürlich erheblich von Vorteil, wenn man dann auch irgendwo in der Nähe einer Metropole ist. Tipp Nummer 5, was tun, wenn ihr euer Traumland gefunden habt? Als wir damals hier dieses Land gefunden haben, wurde uns nicht weit von hier ein Stückchen Land angeboten mit einer Baugenehmigung drauf. Und das war wirklich ein tolles Stück Land mit 12.500 Quadratmetern. Zum Glück haben wir es nicht gekauft, denn der Käufer, der dieses Land nach uns gekauft hat, der hat plötzlich seine Baugenehmigung verloren. Und das, was er nur noch machen konnte, ist, der hat sich jetzt so Schiffscontainer da drauf gestellt und wohnt jetzt in diesen Schiffscontainern. Das ist natürlich das absolute Horrorszenario. Wenn ihr also euer Land gefunden habt, dann würde ich alle Unterlagen automatisch an den Anwalt geben. Und der soll euch auch auf jeden Fall eine Garantie geben, dass das, was in den Papieren steht, auch tatsächlich der Fall ist. So Leute, das war's soweit. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen 5 Tipps ein paar gute Hinweise geben, dass ihr euer Traumland findet. Ich drücke euch auf jeden Fall fest die Daumen dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eure Daumen hoch freuen oder auch über eure Abos. Das wird mir sehr helfen, den Kanal weiter auszubauen. Ich sage jetzt erstmal viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey, ihr seid ja immer noch da. Ja, dann lasse ich mir auch nicht nehmen, euch einmal den Sonnenuntergang über dem Meer zu zeigen. Schaut mal her. So, jetzt wünsche ich euch nochmal einen wunderschönen Abend. Ich sag mal bis später. Ciao, ciao.